Ja, wenn man mal einen einsamen Strand sucht, da hat man ihn. Herzlich willkommen bei Eike und Anja auf SUP Tour. Heute sind wir im Süden Europas unterwegs und zwar in Nordgriechenland auf der Insel Lefkada oder auch Lefkas genannt. Mitgebracht haben wir diese abwechslungsreiche Küstentour, wo wir von der einen in die nächste Bucht gepaddelt sind. Aber schauen wir uns das ganze Abenteuer erstmal in der Übersicht an. Vom kleinen Örtchen Poros aus geht es mit einem langen Schlag durch die Bucht rüber in den schicken Segelhafen von Sivota. Hier ist unser Umkehrpunkt und nach einer kleinen Pause dort geht es über einen Besuch in einer Grotte wieder zurück zum Startpunkt. Unseren Bus haben wir am Hafen neben dem Resort San Nicolas abgestellt und hier ist auch der Einstieg der Tour. Wir legen früh los, um die Mittagshitze zu meiden. Wie man sieht, ist das Wasser spiegelglatt und deswegen lassen wir die Fußleash noch in unserem Dryback verstaut. Auch wenn die Tour auf den ersten Blick tiefenentspannt und aus dem Handgelenk wirkt, haben wir uns im Vorfeld ordentlich bei den Locals informiert und die Wetterlage gecheckt. Ja, ein Grund, warum wir so früh unterwegs sind: Lefkada ist bekannt fürs Windsurfen und Kitesurfen und deswegen gehen hier ganz schöne Winde los. Am frühen Morgen ist noch nichts da, weil es meistens thermische Winde sind. Deswegen mein Tipp: ganz früh schon aufs Wasser. Zusatzinfos findet ihr auf der Internetseite, die ich per Link unten in die Videobeschreibung gesetzt habe. Den Aspekt Wind sollte man wirklich nicht unterschätzen. Der ein oder andere Abonnent hat bestimmt schon festgestellt, dass ich auf meinem Kanal auch viele andere Videos zum Thema Wind- und Kitesurfen poste. Und mit einem Sack von über 20 Jahren Surferfahrung kann ich euch ein Liedchen singen. Jetzt ist aber erstmal Zeit für Erfrischung. Ja, und ich bin jetzt richtig wach. Und weiter geht's. Ab hier geht es dann, nahe der Küste, an der kleinen Halbinsel entlang, bis zur nächsten Einfahrt zur Bucht. Tja, und bei diesen Bildern braucht man wirklich nichts mehr zu sagen. Es ist einfach der Hammer, hier zu suppen. Nach einer kleinen Pause geht es wieder auf den Rückweg. Vor ein paar Minuten hat auch ein leichter Wind eingesetzt. Der ist auflandig und somit ungefährlich. Aber zur Sicherheit bleiben wir doch besser in direkter Ufernähe. Ein absolutes Muss, ich hatte es ja schon erwähnt, ist die Tourenplanung mit den wichtigsten Faktoren Wetter und Wind sowie Wellen und Strömung. Backup soll heißen, dass ihr jemanden informiert, dass ihr eine Tour macht und euch wieder zurückmeldet, wenn ihr wieder zurück seid. So, wir sind jetzt schon wieder vorne an diesem kleinen Kap. Die Tour war bis jetzt absolut super und ihr seht ja auch im Hintergrund, wie toll und klar das Wasser ist. Es macht einfach Spaß, hier zu paddeln. Der Wind ist bisher ausgeblieben und die Bucht vorne mit dem Hafen war toll. Also sehr empfehlenswert, hat wirklich Spaß gemacht. Oh, da oben Nest. Und hier mal meine weniger erfolgreichen Boulderversuche. Ich hatte schnell die Unterarme dick und habe dann einfach mal am Ende einen Spider-Man-Superheldentrick angewandt und bin die Wand wieder hochgesprungen.
Zur nächsten Station geht es ab zur Grotte. Vorher kommt man aber noch an diesem traumhaften, einsamen Strand vorbei. Da sieht man sie wieder, die Vorteile mit einem Stand-Up-Paddle unterwegs zu sein. Da Anja von uns die größere Draufgängerin ist sie die Vorhut. Und kleiner ist sie eben auch noch. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ziel. Es geht noch kurz am großen Strand von Poros vorbei und dann wieder Kurs zurück zu unserer Einstiegsstelle. Ich hoffe, euch hat unsere Tour gefallen und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf gerne über den Spendenlink in der Videobeschreibung mir 50 Cent in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich! Bis zur nächsten SUP-Tour.